Ja, hier sind wir wieder mit einem neuen Video von reiseleiter-israel.de und diesmal geht es um das heilige Osterfeuer. Die Grabeskirche in Jerusalem gilt als einer der wichtigsten Orte im Christentum und jedes Jahr finden hier Tausende von Gebeten, Zeremonien und manchmal auch sehr seltsamen Ritualen statt. Aber es gibt ein Ereignis, das alljährlich stattfindet und das alles in den Schatten stellt, und das ist die Entzündung des heiligen orthodoxen Osterfeuers. Auf wundersame Weise, so die orthodoxe Überzeugung, kommt eine göttliche Flamme vom Himmel herab und entzündet die Lampe des Jerusalemer Patriarchen. Dieses heilige Feuer soll keinen natürlichen Ursprung besitzen und in seinen ersten Minuten nicht abbrennen. Für die einen ist dies das spirituelle Highlight des Jahres und für die anderen ein eher seltsam anmutendes Spektakel. Doch was hat es mit dieser Zeremonie genau auf sich und wie läuft sie ab? In diesem kurzen Video werden wir hinter die Kulissen der Entzündung des Osterfeuers in der Grabeskirche blicken und vielleicht gegen Ende auch ein paar Details beobachten, die den einen oder anderen zum Schmunzeln bringen. Das erste, in was sich Kar-Samstag von anderen Wochentagen des Jahres unterscheidet, ist, dass an diesem Tag die Grabeskirche von den Armeniern aufgeschlossen wird. Warum ist es interessant? Weil an anderen Tagen zwei muslimische Familien, nämlich die Al-Husseini-Familie und die Nusaybi-Familie, für das Auf- und Zuschließen der Kirche verantwortlich sind. Auf diesem Foto sehen wir die Massen an Pilgerinnen und Pilger, die schon vor 100 Jahren zur Grabeskirche strömten, um diesem heiligen Ereignis beizuwohnen. Alle Fotos, die ich euch von nun an jedoch zeigen werde, stammen aus dem Corona-Jahr. Normalerweise ist die Kirche so unglaublich überfüllt, dass man viele Details überhaupt nicht erkennen kann. Das war während Corona natürlich anders, also wundert euch nicht, dass die Kirche so unglaublich leer erscheint. Nachdem das Grab nach Zündmitteln, also Feuerzeugen und Streichhölzern durchsucht wurde, wird die Türe der Grabeskapelle mit Wachs versiegelt. Dieses Wachs wird, wie wir es auf den Fotos hier erkennen können, von der griechisch-orthodoxen Kirche extra für diese Zeremonie hergestellt. Die Türe dann allerdings von Muslimen versiegelt. Auf dem linken Foto sehen wir Adib Judeh al-Husseini mit dem Siegel in der Hand und auf der rechten Seite die mit Wachs versiegelte Türe der Grabeskapelle. Ein paar Stunden später wird dieses Siegel dann gebrochen. Vorne sehen wir die Lampe, die einmal im Jahr von den griechisch-orthodoxen genutzt wird. In ihr wird das heilige Osterfeuer als erstes erscheinen. Und nachdem die Lampe schließlich ins Innere der Grabeskapelle gelegt wurde, stehen vor der Tür Wachen, damit niemand unerlaubt in die Grabeskapelle hineintritt. Rechts von der Türe ein armenischer und links ein griechisch-orthodoxer Mönch. Interessanterweise steht ganz rechts zusätzlich ein katholischer Franziskaner. In seinen Sandalen ist er sehr einfach gekleidet und eigentlich glaubt die katholische Kirche nicht mehr an das Wunder des Osterfeuers, und außerdem feierte die katholische Kirche nach ihrem Kalender bereits letzte Woche Ostern und könnte damit eigentlich den Orthodoxen die Grabeskapelle für deren Feierlichkeiten überlassen. Dass er dennoch dort steht, hängt zusammen mit dem sogenannten Status quo, der den Katholiken das Recht gibt, sich dazuzustellen. Und wenn man in der Grabeskirche ein Recht hat, dann lässt man sich dieses auch während der orthodoxen Feierlichkeiten nicht nehmen. Auf dem Video, das wir jetzt als nächstes sehen, sehen wir jetzt den Patriarchen Theophilus III., der zur Auferstehung Jesu bereits weiße Festtagskleidung trägt. Das ist eine Tradition, die nur in Jerusalem üblich ist, denn eigentlich ist Kar-Samstag ja noch Trauerzeit. Er umrundet die Kapelle dreimal, um dann am Eingang der Kapelle die Krone abzunehmen. Der Patriarch betritt mit einem Vertreter der armenischen Kirche die Kapelle und anschließend wird die Türe hinter ihm verschlossen. Aber jetzt schaut mal, ihr seht zusätzlich auch noch einen israelischen Polizisten in die Kapelle hineintreten. Er soll sicherstellen, dass es zwischen dem Armenier und dem Orthodoxen in der Kapelle zu keinem Streit kommt und gegebenenfalls die beiden voneinander trennen oder sie befrieden. Auch das sieht man normalerweise nicht, dazu ist es einfach viel zu voll. Kurze Zeit später wird dann das Licht der Grabeskirche ausgemacht, es ist finster, man wartet auf das heilige Osterfeuer.
Auch ist vom Feuer nichts weiter zu sehen. Doch dann, durch die kleinen Fenster der Kapelle, ist zu erkennen, das Osterfeuer brennt und wird nach draußen gereicht. Durch diese kleinen Fenster zuerst an den griechisch-orthodoxen und anschließend auf der anderen Seite an die Armenier gegeben. Und der Armenier rennt dann von der Grabeskapelle hoch zur Empore, wo der armenische Patriarch das Feuer empfängt. Wir hören die Glocken läuten der Grabeskirche. Kurze Zeit später öffnet sich dann die Tür. Der Patriarch tritt heraus, um das Osterfeuer zu verteilen. Und alle Pilger, die in der Grabeskirche sind, entzünden ihre Kerze an dem heiligen Osterfeuer, können dann zu Hause erzählen, wir haben eine Kerze, an der das heilige Osterfeuer schon mal gebrannt hat. Und auch die Türe der Grabeskirche öffnet sich wieder. Das Osterfeuer wird in alle Welt getragen. Es gibt Spezialflugzeuge, die das Osterfeuer nach Griechenland, nach Moskau fliegen. Die Erscheinung dieses Osterfeuers ist natürlich nur die Vorankündigung des eigentlichen Wunders, nämlich die Auferstehung Christus. Diese wird dann aber erst um Mitternacht gefeiert. Ich hoffe, dieses kleine Video zur Zeremonie des Osterfeuers hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentarfunktion und natürlich freue ich mich über ein Abonnement meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, alles Gute wünscht euch, euer Uriel.